Hallo, hier ist Andrea von 10 Talente. In diesem Video zeige ich Teil 2 dieses Fuß- oder Handkettchens. Teil 1 habe ich dir oben verlinkt. Jetzt arbeiten wir die rechte Seite. Dafür drehst du dein Werkstück herum, so dass der seitliche Arm nach unten zeigt. Der äußere linke Faden bleibt Leitfaden und der nächste rechte Nachbar macht um den herum 10 abwechselnde Halbschläge und danach einen doppelten Halbschlag nach links. Auf der anderen Seite macht der ganz rechte um den nächsten Faden einen doppelten Halbschlag nach innen, dann 10 abwechselnde Halbschläge und am Schluss nochmal einen doppelten Halbschlag nach außen. Jetzt nehmen wir die beiden rechten Fäden, die unten neben der Locke herauskommen, und machen damit ein mega langes Würmchen. Wir beginnen mit einem doppelten Halbschlag und machen dann 32 abwechselnde Halbschläge. Nach dem letzten Halbschlag zeigt der Knotfaden nach links. Mit diesem langen Würmchen machen wir jetzt einen Loop oder eine Schlaufe. Der Leitfaden geht oben herum um das Würmchen und der Knotfaden geht unten herum. Dann steckst du in diesen Loop eine Stecknadel, damit du einen Halt hast, und beginnst mit einer abwechselnden Halbschlagskette. Der erste Knoten geht nach rechts. Insgesamt nochmal 13 Halbschläge und ein doppelter Halbschlag. Der äußerste linke Faden der langen Raute knotet jetzt um den Leitfaden des Würmchens einen doppelten Halbschlag. Jetzt wird der bisherige Leitfaden zum Knotfaden und knotet um den nächsten Faden einen doppelten Halbschlag herum.
Der Leitfaden des rechten Würmchens bleibt jetzt Leitfaden und alle 3 Fäden der Schnecke werden auf diesen Leitfaden draufgeknotet. Nicht zu fest ziehen, damit das Würmchen nicht zu sehr unter die Schnecke rutscht. Jetzt musst du überlegen, ob du einen Handschmuck oder einen Fußschmuck machen möchtest oder ob es für beides passen soll. Wenn du einen Handschmuck machen möchtest, musst du eine Anprobe machen, damit dein Band nicht zu lang wird. Jetzt füge ich noch eine kleine Raute an, damit es von der Länge her für einen Armschmuck reicht.
Das gleiche Muster wiederholst du nun auf der anderen Seite spiegelbildlich. Jetzt arbeiten wir den Mittelsteg. Jetzt machen wir eine Halbschlagskette mit Perlen dazwischen. Zuerst machst du einen Halbschlag nach innen, dann einen nach außen, dann fädelst du auf den Leitfaden eine kleine Perle. Der Knotfaden geht jetzt unter der Perle und dem Leitfaden auf die linke Seite, macht einen Halbschlag nach links, einen nach rechts und dann kommt wieder eine Perle auf den Leitfaden. Halbschlag nach links, Halbschlag nach rechts und wieder eine Perle auf den Leitfaden. So machst du jetzt weiter, bis du unten angekommen bist. Der rechte Faden von der Spitze wird um den Leitfaden des Perlenwürmchens herumgeknotet. Dann wird der Leitfaden zum Knotfaden und knotet auf den zweiten Faden, der aus der Spitze kommt. Das gleiche wiederholst du jetzt auf der anderen Seite. Jetzt knotest du wieder eine Schnecke nach rechts. Jetzt wiederholst du noch einmal dieses Muster mit diesen zwei Würmchen und der Schnecke, aber genau spiegelbildlich. Das heißt, die Schnecke zeigt jetzt nach links.
Jetzt möchte ich noch 2 weitere Schnecken machen, aber dafür sind diese beiden Fäden etwas zu kurz. Das ist überhaupt nicht schlimm. Jetzt zeige ich dir eine Möglichkeit, wie man einen zu kurzen Faden ersetzt. Diese beiden Fäden hier oben brauchst du nicht mehr, die kannst du abschneiden und abschmoren und dann als Ersatz für die zu kurzen Fäden einfügen. Wenn man einen neuen Faden einfügen will, ist es immer wichtig, dass man eine passende Stelle findet. Es gibt sehr viel passende Stellen, wo man einen neuen Faden dazu nehmen kann. Ich zeige dir jetzt eine Möglichkeit. Zuerst muss ich aber den Leitfaden um die Schnecke herumführen und anknoten und dann kommen meine neuen Fäden. Den neuen Faden klemme ich oben fest und lege ihn dann unter allen anderen Fäden unten drunter durch zu meinem linken Leitfaden dazu und umknüpfe dann beide Leitfäden gleichzeitig mit dem zu kurzen Faden. Jetzt trenne ich die beiden Leitfäden und mache einen doppelten Halbschlag nach rechts. Die doppelten Leitfäden fallen nachher im fertigen Schmuckstück überhaupt nicht auf. Auch auf der anderen Seite setze ich einen neuen Faden ein. Die Fadenenden der neuen Fäden und die Enden der alten Fäden kannst du nachher ganz einfach mit allen anderen Restfäden abschneiden und verschmoren. Die kurzen Anfangs- und Endfädchen lege ich nach oben aus dem Weg, damit ich die nicht aus Versehen wieder mit einknüpfe. Jetzt mache ich noch eine Schnecke nach rechts und dann nochmal eine nach links. Die längenverstellbare Finger- oder Zehenschlaufe kommt demnächst in einem Extra-Video unter der Playlist Verschlüsse, denn die kann man auch für Halsketten verwenden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.